Du möchtest besser verstehen, was genau passiert, wenn du deinen Rig mit Kettenzügen anhebst? In diesem Video schauen wir uns Kettenzüge einmal genauer an. Wo haben Kettenzüge ihren Ursprung? Was sind die Herausforderungen beim Einsatz von Kettenzügen in der Veranstaltungstechnik? Und wie verhalten sich Kettenzüge eigentlich unter Last? Kettenzüge kommen ursprünglich aus der Industrie. Dort werden Lasten an einzelnen Kettenzügen angehoben. Wenn die Lasten sehr groß sind, werden entsprechend tragfähige Geräte verwendet. 100 Tonnen Kettenzüge und entsprechend tragfähige Kranbahnen sind entsprechend keine Seltenheit. Reicht die Tragfähigkeit von einem Kettenzug nicht aus, werden gelegentlich auch mal zwei zusammen benutzt oder gleich ein noch größeres Modell verwendet. Da dort maximal zwei Hebezeuge eine Last heben, ist der Gleichlauf bzw. die Geschwindigkeit der beiden Hebezeuge gar nicht von großem Interesse. Im Zweifelsfall hält man kurz beide Kettenzüge an, korrigiert eine Seite und fährt wieder gemeinsam weiter. In der Veranstaltungsbranche werden Rigs oftmals am Boden montiert und gemeinsam mit Nutzlasten wie Scheinwerfern oder Lautsprechern bestückt und mit Hilfe von Kettenzügen unter die Gebäudedecke gefahren. Jede Veranstaltung und jede Location ist etwas anders. Daher ist eine hohe Flexibilität gefordert. Oftmals hat man mehrere Hängepunkte, welche aber einzeln keine allzu hohe Belastbarkeit haben. Auch die Traversen selbst können oftmals nur geringe Spannweiten überbrücken und profitieren von vielen Hängepunkten und vielen Kettenzügen, damit sie nicht zu stark gebogen werden. Man kann also feststellen, dass in der Industrie ein starkes Hebezeug eine schwere, aber kompakte Last anhebt. In der Veranstaltungsbranche hingegen heben viele schwächere Hebezeuge eine gemeinsame schwere Last, welche sich aber teilweise über die komplette Halle erstreckt. Gerade beim gleichzeitigen Anheben einer großen Last mit mehreren Kettenzügen ist der Gleichlauf von essentieller Bedeutung. Daher dieses Video. In der Praxis werden fast ausschließlich Elektrokettenzüge mit ungeregelten Asynchronmotoren verwendet. Hier mal ein Bild von einem Kettenzug, der aufgeschnitten wurde. Man sieht das Getriebe, den Motor, das Kettenrad und viele weitere Teile. Diese Kettenzüge mit ungeregelten Asynchronmotoren können lediglich mit maximal möglicher Geschwindigkeit auf- oder abwärts fahren. Es ist keine Regelung in Form eines Frequenzumrichters oder ähnliches vorhanden. Daher kann die Geschwindigkeit nicht angepasst werden. Der Motor fährt immer entsprechend seiner nichtlinearen Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie. Wie man in diesem Diagramm sehen kann, läuft der Motor mit möglichst starkem Drehmoment an, baut seine Drehzahl auf, erreicht das maximale Moment, das sogenannte Kippmoment, und befindet sich dann nach wenigen Sekunden im Nennbetrieb. Man erkennt, dass die Kurve weitestgehend linear ist. Je schwerer die Last ist, umso mehr Drehmoment muss der Motor aufbringen. Und entsprechend der Kurve verringert sich die Drehzahl. Durch das Vertauschen zweier Phasen fährt der Motor in die entgegengesetzte Richtung. Die Last wird abgesenkt. Die Kurve läuft nun linear weiter. Da die Last durch die Erdanziehungskraft von alleine nach unten bewegt wird, muss der Motor nun ein negatives Drehmoment aufbringen. Durch das negative Drehmoment des Motors wird verhindert, dass die Last im freien Fall nach unten fällt. Auch hier erkennt man, dass mit zunehmend schwererer Last ein immer höheres negatives Drehmoment zum Bremsen benötigt wird und schwerere Lasten immer etwas schneller abgesenkt werden als leichte Lasten. Hier seht ihr nochmal ein Diagramm, was den ganzen Fahrvorgang etwas idealisiert darstellt. Das Anlaufen und das Kippmoment etc. wird alles vernachlässigt. Man sieht sehr schön, wie die Geschwindigkeit bei höheren Lasten beim Heben abnimmt und beim Senken zunimmt. Hier seht ihr mal das Diagramm eines realen Kettenzugs. Der Kettenzug hat eine Tragfähigkeit von 1000 Kilo. Die Leerlaufgeschwindigkeit beträgt 4,81 Meter pro Minute. Wird nun eine Last angehoben von 1000 Kilo, sinkt die Geschwindigkeit auf 4,34 Meter pro Minute. Der Kettenzug wird immer langsamer, je schwerer die Last ist. Wird nun die Fahrtrichtung geändert, sehen wir ganz schön, wie die Geschwindigkeit mit steigender Last zunimmt, bis sie einen Wert von 5,22 Meter pro Minute erreicht. Man erkennt sehr schön, dass der Kettenzug nicht immer konstant 4 Meter pro Minute läuft, wie es der Katalog des Herstellers suggeriert. Im Datenblatt der Hersteller fehlen oftmals genauere Geschwindigkeitsangaben. So zum Beispiel, welche Geschwindigkeit hat der Motor im Leerlauf, beim Heben oder Senken einer Volllast. Kommen wir nun zu einem kleinen Praxisbeispiel, einem Wettrennen zweier baugleicher Kettenzüge, welche wir eben schon in den Diagrammen gesehen haben. Der linke Kettenzug hebt eine Last von 300 Kilo, während der rechte Kettenzug
die Volllast mit 1000 Kilo anheben muss. Beide Kettenzüge werden zeitgleich gestartet. Die Fahrt wird gestoppt, sobald der erste Kettenzug das obere Ende erreicht hat. In diesem Fall ist es logischerweise der Kettenzug mit 300 Kilo Last. Dieser erreicht das obere Ende nach 15 Metern. Wie man unschwer erkennen kann, ist der Kettenzug mit 1000 Kilo Last deutlich langsamer gewesen und hat eine geringere Höhe erreicht. Die Geschwindigkeit des linken Kettenzugs kann aus dem vorherigen Diagramm abgelesen werden oder mittels linearer Interpolation genauer berechnet werden. Sie beträgt 4,48 Meter pro Minute. Folglich ist der Kettenzug 3,35 Minuten aufwärts gefahren. In derselben Zeit ist der rechte Kettenzug aufgrund der höheren Last mit seiner Volllastgeschwindigkeit nur 14,54 Meter gefahren. Aus den beiden Strecken kann nun die Differenz berechnet werden. Sie beträgt 0,46 Meter. In diesem Wettrennen haben wir eine Besonderheit ausgelassen. Die beiden Kettenzüge fahren komplett isoliert voneinander. In der Praxis werden jedoch oft die Kettenzüge durch die angehängte Traverse oder eine Last miteinander verbunden. Im nächsten Teil schauen wir uns an, ob eine solche Höhendifferenz eine gravierende Auswirkung auf unser statisches System hat oder vielleicht sogar vernachlässigbar ist. Bevor wir jedoch dazu kommen, würde ich mich über einen kurzen Daumen hoch oder Daumen runter freuen. Natürlich freue ich mich auch über einen Kommentar, über eure Erfahrungen mit Kettenzügen. Habt ihr schon mal unterschiedliche Geschwindigkeiten beobachtet? Ist das ein Thema für euch? Messt doch mal die Geschwindigkeit eures Kettenzugs beim nächsten Job und postet eure Ergebnisse. Einfach mal mit Maßband, Stoppuhr und einem bekannten Gewicht unter Leerlauf und Volllast messen. Ein kurzer Hinweis vorweg: In den nachfolgenden Beispielen lasse ich das Eigengewicht der Traverse und der Kettenzüge weg, sodass die Beispiele alle etwas anschaulicher werden. Im ersten Szenario sehen wir eine Traverse, welche statisch bestimmt an zwei Kettenzügen aufgehangen wird. Zusätzlich wird ein Gewicht von 1000 Kilo an die Traverse gehängt. Das Gewicht wird zudem nicht mittig angeschlagen, sondern ist etwas weiter auf der linken Seite. Dementsprechend wird der linke Kettenzug stärker belastet, in unserem Fall mit ca. 750 Kilo, während der rechte Kettenzug, dadurch dass er weiter entfernt ist, weniger belastet wird. Nun drücken wir auf Start und fahren das System nach oben. Der linke Kettenzug fährt deutlich langsamer, da er ja deutlich mehr Last heben muss. Entsprechend stellt sich die Traverse schräg. Das sieht vielleicht dramatisch aus, aber hat kaum Auswirkungen für die Bauteile. Die Lastverteilung bleibt unverändert und die Traverse bekommt weitestgehend dieselben Kräfte ab, solange die Traverse nicht allzu sehr geneigt ist. Bis ca. 20 Grad sollte hier nicht viel passieren. Schauen wir uns nun im Szenario 2 ein statisch unbestimmtes System an. In diesem Fall haben wir eine Traverse, welche an 3 Kettenzügen aufgehangen wird. Die Last wird nun in Form von zwei 500 Kilo Gewichten aufgebracht. Die Gewichte wurden dabei aber so angeordnet, dass die Lastverteilung auf alle 3 Kettenzüge exakt gleich ist. Fährt man nun das System nach oben, stellt man fest, dass alle 3 Kettenzüge die gleiche Last haben und entsprechend gleich schnell fahren. Das System verändert sich also nicht, obwohl es ein statisch unbestimmtes System ist. Im dritten Szenario haben wir den gleichen Aufbau, jedoch wird die Last in Form von einem einzelnen 1000 Kilo Gewicht direkt unter dem mittleren Kettenzug angeschlagen. Die Lastverteilung ist ziemlich eindeutig. Die Last geht zu 100% in den darüberliegenden Kettenzug und die anderen beiden Kettenzüge werden nicht belastet. Starten wir nun den Motorcontroller und fahren das System nach oben. Der mittlere Kettenzug hat deutlich mehr Last als die beiden äußeren, entsprechend wird er deutlich langsamer fahren. Und die beiden äußeren Motoren fahren mit Leerlaufgeschwindigkeit nach oben, welche deutlich schneller ist. Nach kürzester Zeit werden die beiden äußeren Motoren aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit die Traverse nach oben biegen wollen. In der Traverse entsteht nun ein kleiner Knick in der Mitte. Dieser Vorgang passiert so lange, bis die Lasten gleichmäßig verteilt sind. Danach verändert sich nichts mehr. Wie man sich sicherlich vorstellen kann, ist das eine sehr große Belastung für die Traverse, da sie in der Mitte nun geknickt wird und die Last von der Mitte nach außen tragen muss. Hier entsteht eine große Gefahr der Überlastung der Traverse. Ich möchte es an dieser Stelle gut sein lassen und nicht allzu viele weitere Szenarien untersuchen, denn es sind ganz viele denkbar. Kommen wir nun zum Fazit. Beachtet eure Lastverteilung auf die unterschiedlichen Kettenzüge, welche sich durch die statische Berechnung ergibt. Ungeregelte Kettenzüge verhalten sich nicht zufällig, sondern folgen ihrer Motorkennlinie. Vereinfacht gesagt, je mehr Last, umso langsamer wird gehoben bzw. umso schneller wird abgesenkt. Unterschiedliche Lasten führen auch bei baugleichen Kettenzügen zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben unsere Auflager nun eine unterschiedliche Höhe,
Das wiederum hat einen Einfluss auf die Lastverteilung und die Schnittgrößen in euren Traversen. Zum Abschluss noch ein paar grundlegende Tipps. Verbaut möglichst gleiche Modelle eurer Kettenzüge, sodass ihr eine Chance habt, bei gleicher Last auch gleiche Geschwindigkeiten zu erhalten. Wenn immer es möglich ist, solltet ihr eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Kettenzüge anstreben. Und idealerweise baut ihr statisch bestimmte Systeme, sodass ein Ungleichlauf der einzelnen Kettenzüge euch keine Probleme bereitet. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und verpasst in Zukunft kein weiteres Video mehr.